sind wir jetzt bei 103 und boah, boah, ist das gestört. Alter Schwede. Boah. 200, also wirklich. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein sehr ungewohnter Start in das Video. Aber ich denke mal, lasst uns das heute doch mal so beginnen, wenn der Michi schon nicht da ist. Starten wir das Video doch einfach mal im Auto. Ich sitze jetzt hier in dem Lucid Air Dream Edition in der Performance-Version. Wir haben hier 1111 PS. Allein schon das zu sagen, ist geistesgestört. Ich würde sagen, wir drücken jetzt hier mal auf Sprint, auf Confirm und ab geht die Luzi. Alter Schwede, Mann. Boah. Boah. Alter, ist das gestört. Boah, ist das gestört. Boah. Hals. Oh mein Gott, alter Schwede. Also, ich bin jetzt hier gerade auf die Autobahn drauf gefahren. Da war natürlich noch nicht begrenzt. Und jetzt ist es hier leider wieder begrenzt. Aber Alter, ich bin drauf gefahren. Ich habe nicht mal komplett durchgelatscht. Und wir haben direkt, also wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, 224 km/h drauf. Alter, also ich bin ja schon schnelle Autos gefahren, so ist es nicht. Ich bin ja schon AMG One, weiß der Geil was gefahren. Aber Bruder, wohin? Alter. Also das ist ja wirklich gestört. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt gerade so ein bisschen mein Konzept auseinandergenommen. Aber es macht nichts. Wir machen heute ein bisschen spontan. Wir sitzen hier auf jeden Fall im Lucid Air in der Dream Edition in der Performance-Version. Es gibt die Dream Edition noch in einer Long-Range-Version. Das müsst ihr mal reinziehen. Wir haben in der Long-Range-Version mit einer Batterie von 118 Kilowattstunden eine Reichweite, das muss man sich mal überlegen, von knapp 900 Kilometer. Also das ist ja völlig krank. Also wenn wir überlegen, im E-Ton haben wir so um die 420 Kilometer mit einer 99 Kilowattstunden Batterie. Ist krass, ist gut, aber hier haben wir 119 Kilowattstunden. Also das ist ja nochmal ein Vielfaches mehr. Wir haben hier das Display, das erinnert ein bisschen an den Porsche Taycan. Dann haben wir aber hier noch ein Display. Und wenn das uns auf die Nerven geht, können wir das wegmachen. Also allein schon zu sagen, dass man ein Display einfach während der Fahrt wegmachen kann, ist ein Understatement. Aber kannst du dir doch gerne mal zeigen, wenn ihr hier mal hinschaut, haben wir so einen Pfeil, den ziehen wir nach oben und dann geht einfach das Display weg. Also ich habe schon vieles gesehen in meinem Leben, aber das ist wirklich krank. Komm, ich hole das. Also wenn das Display jetzt weg ist, haben wir hier extrem viel Stauraum. Also das Auto hat generell extrem viel Stauraum, aber da kommen wir später noch dazu, da stellen wir mich dann mal hin und dann schauen wir mal, wie viel da eigentlich reinpasst. Aber alter Schwede, wir haben hier einen Riesenstauraum, wir haben hier einen Riesenstauraum mit Getränkehaltern, Handyladeplätzen. Dann haben wir hier natürlich noch mehr Stauraum, als wir überhaupt brauchen könnten. Und dafür, dass wir 1111 PS haben, ist es halt wirklich mal eine ganz andere Hausnummer. Also das Auto, man kann es jetzt noch nicht mit dem e-tron vergleichen und man kann es auch generell schwierig mit anderen Elektroautos vergleichen, aber ich setze es gerne mal gleich mit Mercedes EQS. Der EQS geht schon in dieselbe Richtung, aber natürlich, ja, sind natürlich zwei unterschiedliche Welten. Aber wenn ich schaue, wie viel Platz, Stauraum, Geräumlichkeit, also wenn wir hinten schauen, das zeige ich euch dann später im Stehen, wie viel Platz wir hinten haben, das ist wirklich abartig, Mann. Wenn wir überlegen, das Teil ist marschiert ohne Ende. Also ich bin wirklich sprachlos. Also ich bin wirklich überzeugt, dass das Teil geil sein kann. Lucid ist eine neue Marke, die haben jetzt halt viel für Formel E gemacht, Batterien und auch jetzt Motoren. Zum Thema Motoren, wir haben hier zwei Elektromotoren, beide theoretisch jeweils 700 PS produzieren können, weil von dem Modell hier gibt es dann nochmal die Sapphire-Version. Da muss ich euch das Video einblenden, weil ich konnte es selber nicht glauben. Oh, we're gonna have a winner. This is gonna be a production car world record because that is a 9.1. And keep in mind, this isn't a treated surface like you'd see at a drag strip. This is just regular old asphalt. Aber wenn wir jetzt mal schauen, ich fahre jetzt halt hier ganz gesachte und jetzt bin ich hier im Sprint-Mode. Wenn ich jetzt hier drauf latsche,
das ist wirklich abnormal. Das ist wirklich abnormal. Also wirklich, ich war jetzt halt innerhalb von wenigen Sekunden von 120 auf 216, aber überhaupt kein Problem. Also wirklich gar kein Problem. Da hat sich wirklich niemand einen Stress gemacht. Ich bin nur einmal kurz reingelatscht und wir sind einfach gefühlt einen Kilometer weiter. Geil, wirklich geil. Klar, ist jetzt wieder, wo man sagen kann, Elektro, aber es ist halt einfach nur mal so, wie es ist. Da können wir leider nicht mehr allzu viel dran ändern. Und man muss einfach mal in die Zukunft schauen und einfach sehen, dass es einfach auch geile Autos gibt, die elektrisch vorangetrieben werden. Und wenn ich überlege, der e-tron, der ist für mich als Daily das geilste Auto. Ich fahre nichts lieber als das Teil. Es ist einfach wirklich geil. Aber wenn wir jetzt halt nochmal hier auf den Lucid kommen, wir haben hier also wirklich eine Scheibe. Das muss ich euch dann auch nochmal im Stand zeigen. Die Scheibe, die ist riesig. Die geht einfach von vorne bis hinter zur B-Säule. Hier an der B-Säule wird sie nochmal gestützt. Ebenfalls ist an der B-Säule hier oben sind alle Antennen drin und diese ganze Messtechnik. Das Auto hat über 30 Kameras und Sensoren verbaut, wo ich mich frage, wohin? Also klar, vorne haben wir einen LiDAR-Sensor, wir haben Langstrecken Dings halt. Auf jeden Fall ist das Auto schon mal autonom tauglich. Klar muss man jetzt natürlich schauen, generell die deutschen und europäischen Gesetze lassen das Ganze noch nicht zu, bis zu einer gewissen Stufe, aber das Auto kann nicht voll autonom fahren, was es aber in den USA kann. In den USA kann es voll autonom fahren. Und auch die ersten Kundenfahrzeuge wurden schon in den USA ausgeliefert, weil das Auto jetzt hier haben wir natürlich von Lucid gestellt bekommen. Wir können damit jetzt mal so ein bisschen rumfahren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das Auto ist einfach abnormal. Also das Auto wurde eigentlich von Grund auf neu konzipiert. Also man muss es halt so sehen, wenn wir jetzt mal Mercedes oder so schauen, die haben ja natürlich nicht mit einem Auto angefangen, mit einem EQS zum Beispiel, sondern die haben ja bestehende Basen, auf denen sie das Auto aufbauen. Und natürlich muss bei der Produktion von einem Fahrzeug auch so gesehen alles, sag ich mal, einkalkuliert werden, was natürlich auch Produktion angeht. Die Kollegen jetzt bei Mercedes müssen natürlich schauen, dass die Autos in der bestehenden Fertigungsstraße gebaut werden können. Die müssen halt einfach sich an gewisse Themen halten. Und deswegen ist es halt schwierig, das zu vergleichen. Ein bestehender Autohersteller mit einem Autohersteller, der komplett neu auf dem Markt ist, zu vergleichen, sind halt einfach zwei komplett andere Herangehensweisen an das Thema, ein Auto zu bauen. Es ist halt einfach so, dass Lucid, jetzt sage ich mal, das Geile hatten, dass sie das Auto komplett neu bauen konnten und halt dadurch ein bisschen mehr Freiraum hatten. Deswegen konnten die das Auto jetzt halt so konzipieren, dass das Auto um den Fahrer herum gebaut wurde. Wir haben vorne auch mega viel Stauraum, muss ich wirklich sagen. Wir haben im Kofferraum extrem viel Stauraum. Also ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten man verreisen muss, dass man so viel Sachen braucht. Wir haben auch hier drinnen extrem viel Platz, was mich wundert. Das Auto jetzt hier vorne ist wirklich aufgeräumt. Wir haben hier ein riesen Display, was halt natürlich meiner Meinung nach, ich bin halt kein Fan von extrem vielen Touchscreens im Auto, weil, wie man unschwer erkennen kann, es sind halt hier überall so Fingerdapperer drauf und das sieht halt einfach mit der Zeit nicht mehr ganz so geil aus und überall diese Fettabdrücke, also man kann ja die Hände so gut waschen, wie man möchte und dass man da jetzt halt, nicht mit Fastfood dran sitzt und da rumdappt, ist, glaube ich, okay, dass man das sagen kann. Aber ja, es sind halt immer diese Fingerabdrücke drauf, die halt einfach nicht geil aussehen. Ich sag mal, das Auto kommt jetzt halt aus dem Silicon Valley. Das Auto wurde in Kalifornien es wurde in Kalifornien entwickelt. Ich gehe halt einfach mal davon aus, dass man ja da halt happy ist, wenn man halt viel Technik drin hat, geile Technik drin hat. Und das ist natürlich auch völlig okay, aber mein persönlicher Geschmack ist es halt, dass man Tasten hat, dass man Regler hat, dass man analog vorgehen kann. Und deswegen, es ist geil, aber es ist halt, ja, sagen wir mal so, es ist nicht meins. Aber auch wenn wir jetzt hier mal gucken, wenn wir hier auf Drive Mode Smooth gehen, dann kommt ein gewisses Feature zum Tragen, wo ich wirklich ein bisschen gebraucht habe, bis ich da reingekommen bin.
Aber wenn ich jetzt hier mal beschleunige und dann einfach nur das Gas loslasse, dann bremst das Auto gefühlt von selber. Aber das ist noch ein bisschen wenig. So, jetzt habe ich mich kurz vertan. Hat nichts mit dem Drive-Mode zu tun, sondern man muss es im System einstellen. Und zwar kann man einstellen, dass die Rekuperation auf einem sehr hohen Level ist. Und dadurch, ich bin jetzt dann nur vom Gas gegangen, ist es so, als würde man schon fast eine Vollbremsung machen. Boah, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. 40, 50, 60. Ich gehe runter. Und durch die Rekuperation verlangsamt das Auto halt so stark, wo man zum einen sagen kann, es ist geil, man braucht keine Bremse mehr. Aber zum anderen ist es halt wirklich, wirklich, wirklich krass ungewohnt. Ich sag mal so, das ist das Geile an Elektro. Du hast die Möglichkeit, Gas zu geben und auch gleichzeitig durch die Rekuperation wieder Reichweite zu gewinnen. Aber es ist geil. Wenn es bei mir so wäre, dass ich mit meinem Golf fahre und jedes Mal, wenn ich vom Gas gehe, mir irgendjemand einen Liter Benzin hinten reinschüttet, aber ein Liter Diesel, ich fahre mit Diesel, ich würde nicht Nein sagen. Also von dem her, es ist ungewohnt, klar. Es ist einfach ungewohnt, dass man vom Gas runtergeht und das Auto gefühlt stehen bleibt. Was Lucid mit diesem Auto machen möchte, ist halt einfach in diese, ich nenne es mal in dieses Luxussegment einzusteigen, was so völlig in Ordnung ist. Der Preis liegt bei, so wie er jetzt hier steht, 218.000 €. Ist kein Schnapper, müssen wir ehrlich sagen. Es ist nicht billig, aber dafür, dass es ins Luxussegment zielt, muss ich sagen, fürs Luxussegment erschwinglich. Was mir hier an dem Lucid auch noch wirklich extrem gut gefällt, ist das Lenkrad. Es ist unten abgeflacht, es greift sich wirklich gut. Das Leder ist sehr gut verarbeitet, muss ich wirklich sagen. Aber es fässt sich solide an, man hat einen guten Halt. Auch generell vom Fahren her. Also ein Fahrgefühl, wo ich sagen muss, es ist sehr angenehm, es ist geil. Das Auto fühlt sich nicht groß, sondern es fühlt sich nicht schwer an. Wir haben hier 2,3 Tonnen, was für so ein Riesenauto völlig in Ordnung ist. Wir haben jetzt halt hier sogar freie Fahrt. Wir gehen in Sprint, bestätigen. Und jetzt latsche ich einfach mal drauf und jetzt zieht euch das bitte einfach rein. Wir sind hier jetzt bei 103 und boah, ist es gestört. Alter Schwede. Boah. 200, also wirklich, das war jetzt halt hier so eine kleine Beschleunigung mal hier von 100 raus. Aber, Digga, wir waren von 100 oder 120, ich weiß es gar nicht mehr, so schnell auf 230 km/h. Also mir fehlen die Worte. Ich habe mit Michi gesprochen, falls ihr eine Messung haben wollt, so hier von 0 auf 100, 100, 200, haben wir gesagt, würde geil sein. Und Michi ist dabei, also sagen wir mal nicht so, Michi ist dabei, weil weiß noch nie, der Kollege hat immer irgendwas vor. Weil jetzt ist er auch, ich weiß gar nicht, wo er ist, aber ich habe gesagt, komm, Lucid hat Bock, das Auto uns vorbeizubringen. Why not? Deswegen habe ich gesagt, geil, machen wir. Und jetzt für mich hier natürlich auch das erste Mal vor der Kamera alleine. Ist nochmal ein anderes Feeling als nicht alleine. Deswegen, ja. Also ich bin wirklich überwältigt von dem Auto. Es ist wirklich geil gemacht. Qualität ist super. Auto an sich ist wirklich gut. Die Reichweite, Junge, die Reichweite in der Performance-Version jetzt hier ist fast bei 700 Kilometern. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier ein Auto, was 700 Kilometer im Performance-Modus elektrisch schafft. Hä? Also es ist krass. Es ist wirklich krass. Es hat eine riesen Reichweite, aber das Ding ist, du kannst diese Riesenreichweite auch sehr schnell wieder laden. Weil du hast fast, lass mich lügen, du hast hier 900 Volt Batterie und die kannst du halt dann auch mit über 300 kW laden. Und das ist halt wirklich, wo du denkst, okay, also jetzt ist es langsam diese Elektromobilität, wo du in eine Richtung gehst. Es wird interessant. Also es wird wirklich, wirklich interessant. Klar, von dem Preis brauchen wir nicht reden. Ist natürlich nicht für jeden interessant. Es ist aber auch gar nicht der Anspruch von Lucid jetzt erstmal. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwann mal in, ich nenne es mal das Budget-Segment gehen wollen. Was ich selber geil finde, wenn ich jetzt hier blinke, können wir im Display sehen, was die Kamera hier sieht. Und wir können damit quasi den toten Winkel eliminieren, was ich sehr positiv finde. Man muss sagen, technisch ist dieses Auto wirklich sehr stark fortgeschritten. Jetzt, wenn wir uns jetzt dann hier jetzt gleich den Innenraum anschauen, kriegt ihr wirklich viel zu viel über den heißen Brei her. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal einmal raus
schauen uns das Auto mal von außen an, was wir da so ein bisschen finden können. Und vielleicht können wir dann noch einmal Gas geben oder zweimal. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ihr euch auch wieder in Ruhe. Ich hab euch hier jetzt ein bisschen vom Lucid, von der Dream Edition erzählt, in der Performance-Variante. Geiles Auto, aber lasst uns das auch mal von außen auch begutachten. Ich würde sagen, wir schauen uns den Lucid hier einfach mal von außen nochmal zusammen an. Und zwar, wir haben hier eine wirklich sehr geile Front. Ich finde, die Front ist wirklich gut gelungen. Wir haben hier die zwei Lichter links und rechts. Wir haben eine durchgehende Leiste hier oben. Dann vorne sieht man jetzt noch nicht. Aber jetzt haben wir einmal unten den Long Range Sensor. Das Long Range Radar. Und das hier oben ist ein LiDAR-Sensor für autonomes Fahren. Was haben wir denn noch? Wir haben hier einmal einen Luftentlass für die Luft, die am Reifen dann rausgeht. Apropos, wir haben hier Pirelli-Reifen drauf. Das sind zwar die Winterreifen, die Strotto Zero, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber der Lucid fährt sonst mit Elektreifen von Pirelli, die halt einfach für solche Elektroautos vorgesehen sind. Was haben wir denn noch hier? Ja, diese durchgehende Lichtleiste finde ich halt wirklich sehr geil. Wir haben halt unter der Lichtleiste noch die Lichter an sich. Die werden halt eben hier durch diesen Auslass gekühlt. Heißt quasi, die Luft geht hier rein, strömt hinten am Licht entlang, oben wieder raus. Dadurch wird einmal das Licht gekühlt, der Widerstand ist niedriger. Die Luft kommt dann hier oben raus, zieht dann hier unterm Spiegel weiter. Hier an dieser Kante zieht sie weiter und wird dann hier hinten am Heck über diesen kleinen Spoiler dann quasi weitergeleitet. Wenn wir jetzt mal hier gucken, also die Heckklappe ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ungewöhnlich, nennen wir es mal so. Wir haben hier hinten aber auch wieder so ein durchgängiges Licht, was mega geil aussieht beim Auf- und Zusperren. Aber wenn wir jetzt mal hier reinschauen, wir haben hier extrem viel Platz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Also es geht wirklich gefühlt einen Kilometer nach hinten. Da ist meine Kameratasche. Und wenn wir dann mal hier weiter gucken, haben wir hier noch mehr Platz. Ach du Scheiße. Ich muss mal hier kurz einen Cut machen. Ja gut, also meine Kamera hat sich gerade von selber aufgeräumt. Aber da sieht man mal, wie viel Platz es ist. Ich habe mein komplettes Kamerazeug jetzt hier unten drinnen. Und ich habe immer noch den kompletten Kofferraum. Also das ist wirklich krank. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Der Deckel sieht ein bisschen anders aus als sonst. Komm, wir machen nochmal auf, dann sieht man das erst so wirklich, wie viel Platz man hat. Also es ist halt wirklich, es ist halt wirklich alles genutzt. Wirklich jeder einzelne Millimeter. Es ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber lasst uns auch mal reingucken. Hier vor allem das Dach. Das werden wir gleich sehen. Kommen wir mal zum Innenraum. Wir haben hier dieses riesen Dach, wovon ich euch schon gefühlt 5-mal im Video erzählt habe und jetzt nochmal erzählen werde. Es ist wirklich abartig. Also es ist ja nicht mein Dach, das ist ja die Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe fängt hier bei der B-Säule an. Zieht sich einfach bis ganz vorne. Es ist einfach abartig. Wir haben jetzt hier dieses riesen Display. Und hier geht dann der vordere Kofferraum auf, wo wir nochmal abartig viel Platz haben. Und wenn ich hier mal hoch mache, haben wir auch nochmal extrem viel Platz. Also außerdem machen wir die Kofferraumklappe jetzt nicht einfach zu, sondern wir gehen wieder vor in unser Cockpit und dann drücken wir hier einfach drauf und die geht einfach von ganz alleine zu. Also es ist wirklich abnormal. Hier das Lenkrad ist wirklich sehr geil gemacht. Also mir gefällt es sehr. Dann ist hier dieses Display, was wirklich geil ist. Auch einfach geil zum Wegmachen. Wenn es dir auf die Nerven geht, dann swipest du einfach hoch und es ist weg. Auch generell, das Auto ist sehr aufgeräumt. Es fühlt sich wirklich sehr gut an. Es hat eine geile Struktur, eine geile Optik. Aber hier halt jetzt dieser Stoff, dieser graue, weiß ich jetzt nicht. Sieht mir ein bisschen nach Ikea aus. Ja, und auch generell, ja, dieses Farbkonzept hier im Auto hat mich selber jetzt noch nicht gecatcht, muss ich sagen. Hier hinten haben wir auch so extrem viel Platz. Komm, ich setze mich halt einfach mal rein. Dann kann ich euch das alles besser erklären. Also wir haben hier ein Display. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschaut, was man noch machen kann. Wir haben hier ein Display. Da können wir hier einen Sunshade hochmachen. Dann können wir hier uns auch die Klima einstellen. Das ist mega geil. Also platztechnisch ist es hier halt schon eine 10 von 10. Optisch lassen wir mal dahingestellt.
Es ist jetzt nicht mein Geschmack, aber verarbeitungsmäßig ist es halt hier wirklich sehr gut. Wir müssen hier schauen, hier vorne. Es ist sehr clean, sehr aufgeräumt. Das Display erinnert ein bisschen an den Taycan, aber es ist trotzdem geil gemacht. Es ist qualitätsmäßig wirklich sehr gut. Ja, der Innenraum ist einfach sehr, sehr clean, sehr aufgeräumt. Wir haben hier hinten auch noch wieder ein Panoramadach. Aber dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Ich bin jemand, der sehr ungern den Schlüssel im Auto liegen lässt, weil ich halt einfach Angst habe, dass das Auto absperrt. Jetzt haben wir hier beim Lucid nicht mehr einen Startknopf, sondern ist hier drin unser Schlüssel. Wir haben einmal eine Karte und dann nochmal so einen Key. Wir haben das in einer schönen Ziploc-Verpackung bekommen. Und jetzt, wenn wir schauen, das Auto ist offen. Die Griffe sind draußen, Spiegel ausgeklappt, alles tutti. Jetzt gehen wir mal ein Stück hinter, haben wir mal das Auto drauf. Ich gehe einfach und gehe und lauf. Also, der Müllwagen hat es natürlich jetzt verdeckt. Das Auto hat sich abgesperrt, nur weil wir nach hinten gegangen sind. Jetzt ist es abgesperrt und bleibt so stehen. Und jetzt, wenn wir darauf zulaufen, hallo? Da habe ich mein Auto. Ha, jetzt geht der Spiegel auf, die Griffe gehen raus und wir können losfahren. Und da würde ich auch einfach sagen, wir wollen jetzt hier nicht das Video einfach so beenden. Ich würde sagen, wir fahren nochmal auf die Autobahn, schauen, ob noch mal was geht und sehen wir uns gleich im Auto nochmal. Was wir jetzt hier haben, ist freie Fahrt. Wir sind schon in Sprint und jetzt, boah, heiliger Bimbam. Mutter, Maria und Josef, heilige Boah, das war einfach mal locker flockig 230 km/h. So, und wir können jetzt nochmal durchbeschleunigen. Wir sind bei 180 und drauf, Alter. Boah. Junge, der marschiert und marschiert und marschiert und marschiert. Boah. Hä? Was war denn das gerade? Die Beschleunigung hier in dem Auto drin ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Also Lucid hat ja schon gezeigt, was sie können. Sie haben ihr Können in der Formel E unter Beweis gestellt. Die Motoren, die Akkus sind wirklich 1A. Und jetzt, dass sie hier halt ein Auto für die Straße bringen, für den Consumer, dass man sich das einfach kaufen kann, finde ich krass, finde ich geil. Ein neuer Player am Markt. Also Konkurrenz belebt ja wirklich das Geschäft. Deswegen muss man das ja so sehen, dadurch, dass Lucid jetzt am Markt ist und auch wirklich mit einem starken Produkt, was viel Leistung hat und auch eine wirklich krasse Reichweite hat, können die halt schon mal ihr Können unter Beweis stellen. Das finde ich geil. Und wenn man jetzt schaut, ich nenne mal die alteingesessenen Marken quasi, wenn die jetzt sehen, boah, schau mal, da ist eine Marke aus den USA, die stellt Autos her, die zum einen wirklich geil verarbeitet sind, zum anderen schnell sind ohne Ende und zum anderen nochmal Reichweite haben und auch gleichzeitig schnell laden können, dann sind die ja quasi gezwungen dazu, bei ihren eigenen Produkten nochmal die Messlatte deutlich höher zu setzen. Und deswegen finde ich es geil, dass Lucid hier mit am Markt ist, mitmischt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was in Zukunft noch kommen wird. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch nicht zu viel Käse verzapft habe, dass das Video geil geworden ist, dass ihr euch gefreut habt. Ich werde das Video komplett selber schneiden, was ich eigentlich sonst immer mache. Ich habe es selber gefilmt, was ich sonst auch immer mache, aber sonst ist halt Michi auch noch mit dabei. Ja, und ich werde es halt einfach so machen, der Michi wird davon gar nichts sehen. Der sieht das Video dann erst, wenn es online ist. Weil dann wird der Kollege einfach mal saublöd schauen, was da aus meiner Feder kommt. Nichtsdestotrotz, ey, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas Sinnvolles von mir gegeben habe oder ob das irgendwie Sinn gemacht hat. Hey, aber ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns nochmal in so einer Konstellation, dass ich euch einfach was erzähle und ihr mir zuhört, ohne Michi, weil jedes Video ist besser, in dem er nicht dabei ist. Sage ich euch, wie es ist. Ja, und von dem her, danke euch fürs Zuschauen und wir werden uns sehr bald wiedersehen, hoffe ich. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.